Ja, nach 2 Tagen in Pula geht's jetzt weiter. Bin jetzt schon eine Stunde unterwegs gewesen, bisschen durch Istrien durchgefahren und jetzt bin ich hier am Meer gelandet wieder auf der anderen Seite von Istrien. Jetzt geht's nach Sibiljina. Das ist nördlich von Zadar, kleines Örtchen und ist eigentlich gar nicht schwer zu navigieren. Ich muss immer nur gucken, dass das Meer rechts bleibt. Einmal über Rijeka vorbei, Großstadt, schauen wir mal, wie das wird. Ich fahre jetzt an der Küste Istriens erstmal nach Norden, einmal rund um die Bucht von Rijeka. Und siehe da, man kann Rijeka in der Ferne schon sehen. Hoffentlich ist der Verkehr dort nicht so schlimm. Hier rechts liegen auch ein paar Yachten. Ich bin überrascht, bislang flutscht es ganz gut. Okay, viele Ampeln, aber insgesamt eine entspannte Stadtdurchfahrt entlang des Hafens von Rijeka. Hier hinter Selce beginnt jetzt der schöne Teil der Küstenstraße. Bei Rijeka ist natürlich sehr, sehr viel Industrie und Werften und Ölraffinerie. Das ist nicht so spannend. Aber hinter Selce, das ist so dieser Teil, wo jetzt diese schöne Küstenstraße beginnt, die ich mich jetzt entlang schwingen werde. Ihr merkt, ich kämpfe immer noch mit dem Onboard-Mikro. Mal ist der Ton besser, mal schlechter und manchmal auch gar nicht da. Daher geht's weiter mit einem Mix mit Nachvertonung, wenn der Sound zu schlecht ist. Der Fokus in diesem Video ist heute der Weg an sich. Die Jadranska Magistrala, die legendäre Straße von Rijeka nach Dubrovnik, ist sicher eine der schönsten Küstenstraßen in Europa. Vielleicht schaffe ich es, euch in einem kurzen Video einen Eindruck zu geben. Videomaterial mit A und O und Wow-Momenten ist für 2 Stunden da. Sobald man Selce hinter sich lässt, beginnt ein Roadtrip, der sich anfühlt wie ein Film mit Dauermehrblick. Links Felsen, Pinien, kleine Orte, die aussehen, als hätte man sie aus einem mediterranen Bilderbuch ausgeschnitten. Rechts die Adria mit den Inseln Krk, Rab und Pag. Hier haben die Kroaten eine Vorliebe für kurze Namen mit 3 Buchstaben. Die Straße selber wurde in den 60ern gebaut und heute ist sie top ausgebaut. Keine Schlaglöcher, butterweiches Gleiten mit super Panorama, ist echt episch. Motorradfahrer lieben sie natürlich, entsprechend viele Biker sieht man hier auch. Ein schönes schattiges Plätzchen unter ein paar Bäumen gefunden und jetzt machen wir hier eine kleine Rast. Zwischen Selce und Karlobac gibt's alles, was das Roadtrip-Herz höher schlagen lässt. Steile Felsen, kleine Buchten, ein paar Verkaufsstände mit Honig, Olivenöl und Feigen und dann auch ein paar nette Orte. Senj mit seiner Festung Nehaj oder Karlobac mit Blick auf die Insel Pag. Die Straße schwingt eher sanft, keine wilden Serpentinen, aber genug Kurven, um das Herz eines Motorradfahrers höher schlagen zu lassen. Mal schwiegt sie sich an die Felsen, mal öffnet sie den Blick auf die offene See und immer wieder denkt man, okay, das war jetzt der schönste Abschnitt, bis die nächste Kurve kommt und alles wieder toppt. Man denkt die ganze Zeit, man schaut sich das auf Insta mit Filter an. Die Adria so blau, dass man denkt, jemand hat den Farbregler überdreht. Ja, und das Beste, immer wieder kleine Buchten und Aussichtspunkte, die zur Rast oder spontanen Badestopp einladen. So, jetzt bin ich an dem Aussichtspunkt und der Blick ist einfach fantastisch. Und dieses Blau-Blau, das ist schon absolut irre. Und ich muss sagen, gegenüber meinem Trip, wo ich das letzte Mal hier war, das ist schon ein paar Jährchen her, es hat ja diesen Sommer hier viel geregnet und es ist auch wirklich alles sehr grün. Das letzte Mal war alles grau.
Nur die Inseln drüben, da wächst natürlich nichts mehr. Da haben ja die Venezianer alles abgeholzt. Sieht man auch einen Steinbruch, der größer ist, wie man denkt. Die großen Bagger sehen aus wie Spielzeugbagger. Wespenalarm in Karloback. Angriff der Killerwespen. Keine Ahnung. Ich bin gemütlich hier an der Mole lang gefahren und plötzlich überfallen mich mehrere Wespen beim Fahren. Die wissen wahrscheinlich, dass ich noch tolle Trauben und Mandarinen aus Pula dabei habe. Ist das eine schöne Straße? Wow! Erinnert durchaus auch an den Highway Number 1 in den USA. Und hier ist es deutlich einfacher und günstiger hinzukommen. Von hier aus noch 30 Kilometer, dann bin ich an meinem Ziel. Noch 30 Kilometer Traumstraße. Während ich hier fahre, ist nicht weit weg in Italien richtig schlechtes Wetter. Aber mein Glück ist, dass die Bora mit einer ordentlichen Brise weht. Und zwar vom Land auf die Adria und das schlechte Wetter so auf der anderen Seite der Adria bleibt. Nachteil ist, dass mein Mikro im Helm keinen vernünftigen Ton erzeugt hat, obwohl ich die ganze Zeit gebabbelt habe. Passt aber trotzdem unbedingt mit den Fallwinden auf, die von der Seite kommen. Ist die Bora richtig stark, bleibt besser zu Hause, da wird die Küstenstraße sogar für Tupperboxen, sprich Wohnmobile oder Motorräder manchmal gesperrt. Man sagt ja immer, der Weg ist das Ziel. Aber die Jadranska Magistrala ist kein Weg, sie ist echt ein Erlebnis. Wer von Rijeka Richtung Süden fährt, bekommt hier nicht nur Kilometer, sondern Bilder, die man so schnell nicht vergisst. Ein Roadtrip mit dem Gefühl, dass hinter jeder Kurve neues Wow wartet. Und wenn man mal hinter einer Tupperbox festhängt, einfach durchatmen und die Aussicht genießen. Angekommen in Cipollina bei Neno Apartments. Das hat sich als richtiger Glücksgriff erwiesen. Eine tolle Location. In Gehweite ist am Campingplatz Cipollina ein kleiner Supermarkt und ein gutes Restaurant, wo in einem Holzofen leckere Pizza und andere Gerichte bereitet werden. Neno ist ein toller Gastgeber und hat mich mit Trauben, Bier, Kaffee und wie soll es anders sein, selbstgemachten Raki verwöhnt. Morgen fahre ich zum Auge Kroatiens, zur Cetina-Quelle ins Inland. Mit dem Sonnenuntergang sage ich für heute Tschüss. Ich freue mich über euer Feedback, lasst gerne einen erhobenen Daumen da.